Auf dem Weg von Deutschland nach Südafrika haben wir die letzten Wochen in Gabun verbracht und jede Menge erlebt. Unser Visum für den Kongo läuft bereits und deshalb heißt es jetzt Abschied nehmen und weiterfahren. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es 2 Länder mit dem Namen Kongo, die nach dem Kongo-Fluss benannt sind. Die Demokratische Republik Kongo ist das zweitgrößte Land Afrikas. Für uns geht es zuerst aber in die kleinere Republik Kongo. Auf dem Weg quer durch das Land müssen wir uns aber auch noch um ein kleines Autoproblem kümmern. Gestern ist unser Lichtmaschinenregler kaputt gegangen. Und wenn der kaputt ist, wie in unserem Fall, dann wird die Batterie nicht mehr geladen. Deswegen können wir nicht mehr starten, weil die Batterie nämlich leer ist. Jetzt lass uns nochmal Jump starten. So, die Mission für heute ist, das Ersatzteil zu finden. nicht den Motor ausmachen. Ja. Auch nicht? Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt mal wieder eine dieser Situationen, in der man sich sehr leicht stressen lassen kann. So eine Mann. Du kannst dich ja schräg nach vorne oder rechts drehen. Ja. Guten Morgen aus Gabun. Wir sitzen im Auto und wir haben uns losgemacht auf dem Weg zur Grenze in den Kongo. Wir fahren heute in die Republik Kongo. Es ist auch nicht mehr weit, ich glaube, wir haben irgendwie 15 Kilometer von dem Stellplatz bis zur Grenze. Das heißt, da sind wir gleich. Und dann bin ich mal gespannt. Eine weitere Grenze, wie die so wird. Unsere Visa haben wir schon im Pass, die haben wir in Yaoundé, in Kamerun schon geholt. Also da an der Front ist alles gut. Hoffen wir mal, dass das ein einfacher und unkomplizierter Grenzübergang wird. Bonjour! Ça va? Pässe, Kanä, ganz wichtig. Kanäle Passage und so, ich gehe, oder? Ja. Meistens gehe ich erstmal vor an den Grenzen und gucke, wie viel ich davon alleine machen kann. Fertig. Super. Die waren ja sehr nett. Heute war das erste Mal, dass jemand ins Auto gucken wollte. Echt? Aber ich habe Lotta nach vorne geschickt. Hast du sie nicht gesehen? Doch, aber okay. hat sie nicht gebockt. Nee, es war sehr entspannt. Wir sind auch ich glaube, wir sind die Ersten, die diese Woche diese Grenze kreuzen. Es ist nämlich Montagmorgen und hier ist ein sehr entspannter Vibe. Die haben da gerade auch noch ihr Frühstück vorbereitet und so. Und weiter geht's in den Kongo. Gleiches Spiel. Dann gehe ich mal wieder los, oder? Yes. Welcome to Kongo! Wir haben es geschafft. Das war wirklich eine sehr, sehr entspannte Grenze. Also auch jetzt die Einreise ging mega schnell. Ja. Und alle waren total nett. Also schön. Thumbs up für die Straßen im Kongo. Ich fahre einfach 80. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 80 gefahren bin. Wenn es so bleibt, dann kommen wir richtig gut durch. Wir haben gehört, dass die Straßen hier mega gut sein sollen. Ja, nice. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir der Meinung sind, dass wir jetzt so den schwierigsten Teil der Reise geschafft haben. Nachdem wir jetzt vor allem Nigeria gekreuzt haben. Das war von Anfang an ein Land, wo wir wussten, es wird schwierig. Wir wussten nicht, kriegen wir überhaupt ein Visum. Wir wussten nicht, ob wir da überhaupt richtig durchkommen. Und jetzt sind wir durch und seitdem habe ich das Gefühl, es ist so eine Last von mir abgefallen und ich fühle mich so viel freier und ich kann diese ganze Reise wieder so viel mehr genießen. Und gerade wird irgendwie alles einfach ein bisschen besser. Also die Temperaturen sind angenehmer, man kann wieder richtig gut schlafen nachts, man trägt lange Klamotten teilweise, weil es einfach kühl ist und die Straßen werden besser. Es ist irgendwie alles einfacher geworden und mir gibt mir das gerade richtig viel neue Energie für diese Reise. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Frühstückspause für Lotta und für uns. Wir haben nämlich Hunger. Heute auf der Karte steht Chili zum Frühstück. Weiter geht's. Wir fahren jetzt noch ein ganzes Stückchen durchs Niemandsland. Also, was heißt Niemandsland? Nee. Wir fahren jetzt noch, glaube ich, ein ganzes Stückchen hier durch die Prärie, ohne dass hier groß was ist. Und ich glaube, in 100 Kilometern kommt dann ein Dorf, wo wir uns angeblich wieder mit Lebensmitteln eindecken können. Da freue ich mich schon drauf. Gemüse und dann eine SIM-Karte brauchen wir natürlich auch noch und den ganzen Bums.
jetzt alle die üblichen Sachen erstmal erledigt. Also eine SIM-Karte und so weiter, Wasser aufgefüllt, bla bla. Haben wir euch jetzt mal nicht mit gelangweilt. Jetzt haben wir gerade noch einmal hier in der Stadt angehalten. Und Merlin hat Brot besorgt und da kommt er auch schon. Und direkt Live-Reaction wie das Brot im Kongo. Trocken. Egal, jetzt ein paar Oliven dazu. Juhu! Angekommen für heute. Ups, was bist du denn raus? Hallo Leute. Soll mal Hallo sagen? Ja. Wie geht's dir? Erster Stellplatz in Kongo. Es war ein langer Tag. So Grenzüberquerungstage sind eh immer lang und ja auch irgendwie anstrengend. Aber dadurch, dass die Straßen so gut sind, sind wir trotzdem ziemlich weit gekommen. Ich glaube, wir sind heute wie 300 Kilometer gefahren. Plus eine Grenze, plus eine SIM-Karte kaufen, plus ganz tanken, ganz viele Sachen. Also, good job. Du auch. Guten Morgen. Hier ist irgendwie wieder ein bisschen wärmer als im Osten von Gabun. Ich glaube, da waren wir irgendwie auch auf 700 Metern Höhe. Hier war es schon wieder ein bisschen stickig abends, aber immer noch kein Vergleich zu Westafrika. Ja, wir haben entschieden, dass wir heute weiterfahren, weil hier dieser Platz jetzt nicht so toll ist und man hier nicht so wirklich Gassi gehen kann und wir vor allem ganz dringend mal Gemüse kaufen müssen. Wir hatten einfach seit, keine Ahnung, seit wann? 2 Wochen. Mehr, glaube ich. Ich glaube, wir haben das letzte Mal in Yaoundé in Kamerun Gemüse gekauft und jetzt waren wir 3 Wochen in Gabun und wir haben einfach kein Gemüse gefunden dort. Und ich kann langsam echt keine Nudeln mit Dosenbohnen und Ketchup mehr sehen. Ich frage mich, ob unser Netz kaputt ist. Ach, du hast Merlin. Ich war das nicht, das war schon Ja, so. aber wenn du deinen Kopf reinsteckst, dann lässt du es noch mehr aus. Da kann man nicht mehr kaputt machen. Doch. Cause you're giving me life, baby. It's alright. What have you gotta lose? And you're giving me life, baby. It's alright. It's all in the way you move. Okay, ich glaube, wir haben was gefunden. Wir sind jetzt hier in einer kleinen Stadt und wir sind gerade an so einem kleinen Markt vorbeigefahren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Naja, also Merlin hüpft da mal rein. Kauf alles, was du finden kannst. Obst und Gemüse und Brot, wäre auch geil. I try my best. I stay with Lotta. Wir teilen uns immer auf. Und da ich gestern die ganzen Grenzsachen erledigen musste, kann Merlin heute mal einkaufen gehen. Ich gehe immer einkaufen. Ja, okay, du gehst nie auf den Markt. Okay, du gehst immer einkaufen, aber ich gehe immer in die Polizeistation rein und ich mache immer die Grenzen. Du kannst da immer im Auto sitzen bleiben. Ja. Also Arbeitsteilung. Tell me you have something? Ja, geht so. Oh. Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Frühlingszwiebeln. Ah, und so ein paar so winzige grüne Paprikas. Keine Karotten? Und Brot, nö. Gab auch keine Kartoffeln und Bananen habe ich noch gefunden. That's it. Na, immerhin. Ich glaube, nach wie vor ist Marokko das Land, wo wir die größte Gemüseauswahl hatten und wo es am günstigsten war, oder? Ja. Marokko war ein Paradies für frisches Obst und Gemüse. Es gab einfach so viel und es war wirklich, wirklich sehr günstig. Und seitdem ist das nicht mehr so. Ja, interessant, wa? Das ist immer. Ça va? Oh non, c'est bon. Non, Madame la Blonde. Merci. C'est joli. C'est joli, oui. Jetzt sind wir nochmal fündig geworden beim Rausfahren aus der Stadt. Und jetzt haben wir Alter. diese Kochbananen. Look at this, Alter. Und das hier soll, angeblich sind das Auberginen, Mini-Auberginen. We will see. Und die Avocados. Yes. Dann kann es jetzt wirklich weitergehen. Das hängt alles im Glas. Du fährst ja auch wie eine andere. Das war jetzt Versuch Nummer 1, aber irgendwie. Aber der zweite ist halt noch über 100 Kilometer. Weiß ich nicht.
Aber hier ist halt nicht so geil. Bis jetzt, Kongo hat einen guten Vibe und gefällt mir. Aber stellplatztechnisch haben wir bis jetzt noch nicht so Glück gehabt. Also es ist jetzt vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, aber es ist halt so, hier in so hohen Gräsern zu stehen, ist halt nicht so chillig, gerade auch wenn man hier eigentlich dann nicht so rumlaufen will, weil es gibt hier bestimmt Schlangen und so. Ja, naja. Wir haben jetzt doch noch was gefunden. Einfach auf der anderen Straßenseite von dem Ort, wo wir gerade eben waren. Das ist hier irgendwie so ein Sandabbaugebiet oder so. Aber hier ist niemand und es sieht auch nicht so aus, als wäre hier momentan viel los. Deswegen glaube ich, es ist okay, wenn wir hier eine Nacht verbringen. Ja, ich glaube, wir haben erst 14 Uhr, aber irgendwie freue ich mich, dass wir heute schon ein bisschen früher da sind. Können wir mal ein bisschen entspannen. Ne? Ich auch ein bisschen entspannen. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Dankeschön an Valleys & Hills. Christina und Andreas haben die Marke gegründet, um nachhaltige Artikel für den Campingmarkt herzustellen. Und ein Artikel, den wir wirklich schon sehr lange und sehr gerne im Einsatz haben, sind die Linea-Reisehandtücher. Die Handtücher sind quasi die nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Mikrofaserhandtüchern, denn im Gegensatz zu denen kommen die Reisehandtücher von Valleys & Hills komplett ohne Plastik aus. Das ist nicht nur besser für die Natur, das ist auch viel angenehmer beim Abtrocknen auf der Haut, finde ich. Die Handtücher haben mega viele Vorteile. Sie sind super klein zusammenzufalten. Sie trocknen extrem schnell, wenn wir die in die Sonne hängen, dann sind sie super schnell wieder trocken und nehmen kaum Platz weg. Das ist bei einer Reise in so einem kleinen Bus echt sehr, sehr angenehm. Falls ihr noch Handtücher braucht oder sonstige Campingartikel für euren nächsten Trip, dann schaut doch mal bei Valleys & Hills vorbei. Wir haben euch den Link unten in die Beschreibung gepackt und auch hier im QR-Code. Und ihr könnt mit dem Code TheFilmPeople5 ganze 5 € bei eurer Bestellung sparen. Hallo, es ist Ankleberwald. Heute auf der Route liegen 215 Kilometer. Ich habe gerade einen Spot rausgesucht. Wir haben gestern Abend ist unser Internet leer gegangen. Das ist nämlich total doof. Ich hatte eigentlich am Tag, wo wir über die Grenze gefahren sind, 14 GB Internet gekauft, aber irgendwie haben die mich anscheinend verarscht in diesem Shop, weil wir hatten doch nur 7, obwohl ich für 14 gezahlt hatte. Und deswegen sind die dann gestern leer gegangen, ohne dass wir wussten, dass sie bald leer gehen. Deswegen müssen wir jetzt heute weiterfahren, weil we need it. Jetzt müssen wir nur noch hier aus dem Sand rauskommen. Wo ist die Spur? Tschüss, Stellplatz. C'est compliqué. Wir haben jetzt wieder Internet und ich habe wieder für 14 GB gezahlt, aber es sind wieder nur 7 hier. Und angeblich kommen die anderen 7 irgendwann. Das stimmt doch nicht. Ich habe jetzt lange mit dem rumdiskutiert und er meinte, nee, das ist so, der hat sogar seinen Boss angerufen, weil er auf seinem Gerät, wo er quasi das für mich gebucht hat, steht drauf, dass ich 14 GB empfangen habe, aber bei mir steht nur, dass ich 7 habe. Also das ist irgendwie ein bisschen weird. Fancy Straße. Crazy. Aber jetzt soll sie richtig gut sein. Ja, die sieht doch richtig gut aus. Also die war ja bis jetzt schon gut, aber Solide. solide Straße. Das habe ich mir schon gedacht, dass die da so... Hello! Hallo. I was pretty sure you guys would be here. Ja. Was gibt's hier für ein Midnight Lunch? Reispampe. Fried Rice mit Bohnen. Und Frühlingszwiebeln. Das ist das Highlight. Das ist das Highlight, ja. Es sieht zwar aus wie Midnight, aber es ist, wie viel Uhr? 8? Es wird halt um 6 geht die Sonne unter und dann wird es auch ziemlich schnell dunkel. Wir sind ja immer noch ziemlich nah am Äquator hier. Und deswegen ist irgendwie der ganze Tag auch so ein bisschen nach vorne geschoben. Also wir gehen voll oft einfach um 9 ins Bett, weil dann ist es schon 3 Stunden dunkel. Was machst du dann noch? Danke. Eine Delikatesse. Tofu wäre geil. Toll, oder? I think it's okay. Morgen! Ich nutze die Gelegenheit, dass man hier an unserem Stellplatz duschen kann und mache das jetzt erstmal.
das hat gut getan. Ich bin wieder frisch und wieder sauber und fühle mich gut. So, das ist unser Stellplatz, da ist unser Auto, da sind unsere Friends, da ist eine Ziege, hallo Ziege, und da ist Merlin schon am Wassertank auffüllen. Moin Buddy. Hallo. Wasserdruckstop. In der Dusche auch, ey, das hat mir richtig weggeballert. Ich musste es so richtig runterstellen, weil das so wie so ein Sandstrahler war. Ja, geil. Aber schönes Peeling. Ah. Wie geht's dir? Super. Hast du schon von unserem Incident erzählt? Nee, willst du von unserem Incident erzählen? Gestern ist unser Lichtmaschinenregler kaputt gegangen. Und dann standen wir im Supermarkt und konnten den Motor nicht mehr starten. Dann haben wir Starthilfe vom Taxi gebraucht und jetzt müssen wir einen neuen Regler suchen. Aber zum Glück ist das ein richtiges Basic-Ersatzteil, was wir hier eigentlich finden sollten. Und selbst wenn nicht, nach Pont-Noir, die nächstgrößere, die zweitgrößte Stadt im Land. Die zweitgrößte Stadt des Landes sogar, zu der wir sowieso heute fahren. Da wird es das auf jeden Fall geben. Und wir haben jetzt zum Glück unsere Neighbors, die uns Starthilfe geben können. Endlich wieder frische Sachen frühstücken. Yay. Schau mal hier. Nee? Hey, du magst doch Ananas. Lotti, schau mal hier. Okay, dann halt nicht. Hier ist das Teil. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass die Batterie kaputt ist. Und selbst wenn sie vorher nicht kaputt war, dann ist sie jetzt eigentlich kaputt, weil die nämlich gestern bei 10,7 Volt war. Und ich glaube, das überlebt so eine Autobatterie nicht. Gut. Okay. Also es kam jetzt gerade so ein Typ, der uns jetzt eine neue Batterie gebracht hat. Das ist quasi der Besitzer von so einem Autoteile-Shop. Okay, neue Batterie ist drin. Nur leider diesen Lichtmaschinenregler gab es nicht. Dieses kleine winzige Teil sorgt nämlich dafür, dass über die Lichtmaschine die Batterie überhaupt geladen wird. Und wenn der kaputt ist, wie in unserem Fall, dann wird die Batterie nicht mehr geladen. Deswegen können wir nicht mehr starten, weil die Batterie nämlich leer ist. Jetzt lass uns nochmal Jump starten, weil die Batterie hat zwar die richtige Spannung, aber die ist nicht voll genug, um das Auto zu starten. Und jetzt fahren wir halt, bis wir den Klappern ein paar Shops haben. Wir dürfen halt den Motor nicht ausmachen. Okay. Here we go. So, die Mission für heute ist, das Ersatzteil zu finden. Nicht den Motor ausmachen. Ja. Maybe temporary, but it's long lasting. Nobody gonna know we know the broadcast. When I feel lost, you be my compass. My compass, when it rain, you change your forecast. Yeah. All the other women know they contest you. Baby, turn around and make her undress you. No, they had a hate and it be nonsense. Willkommen in Pont-Noir. Das ist voll. Im Außenbereich. Ich hoffe, dass es drin etwas entspannter ist. Im Außenbereich der Stadt. Im Außenbereich der Stadt. Aber wir suchen jetzt erstmal, steuern jetzt ein Autoteile. Hier steht was, Pieces Detached Automobil, da war ein riesiger Laden. Fahren wir da mal hin. Sie werden immer noch. Ja, eigentlich schon. Ich kann es jetzt schauen. Ah, perfekt. Ist irgendwie, Was ist das? ja, es passt. Ist voll oft so irgendwie in afrikanischen Großstädten, zumindest in Westafrika war das so, dass so der Stadteingang, hier geht's links rein, ziemlich voll war. Und dann in der Stadt ging es. Okay. Mal sehen, ob dieser Laden hier was taugt. So, Auto bleibt an, wa? Nicht Motor ausmachen. Ja, das ist das alte Teil. Oh Mann, okay, das wäre so cool, wenn es das jetzt hier direkt gäbe. Hallo. Hey. Ui, ist abgestürzt. Oh nein. Hey. Ja, wir hatten jetzt irgendwie in den letzten Wochen ja schon so ein paar Sachen am Auto. Nachdem wir ja, also wir hatten ja das große Drama am Anfang in Europa und mit dem kaputten Motor dann. Ah, da kommt das schon wieder. It's not a good sign. Ich weiß nicht, ob die nicht einfach keine Ahnung hatte, weil da drin lag eine Lichtmaschine rum, aber vielleicht haben wir auch das Teil einzeln nicht. Next. Schade. Naja, was habe ich gerade gesagt? Dass nachdem wir dann den neuen Motor eingebaut haben in Frankreich, dass seitdem einfach nichts mehr war. Seitdem haben wir so ein Glück gehabt. Leute, gehst du mal runter? Und während bei all unseren Friends die Autos auseinandergefallen sind, teilweise literally, war bei uns immer alles gut. Und jetzt in den letzten paar Wochen waren jetzt so ein, zwei kleine Dinge. Also es ist jetzt immer noch nicht so tragisch. Wir hatten jetzt was, einen gerissenen Keilriemen und was hatten wir noch? Gebrochenes Luftansaugungsrohr. Luftentsorgungsrohr ist gebrochen und das jetzt. Alles in den letzten 3 Wochen. Aber
sind halt alles so kleine Dinge, die man ziemlich easy fixen kann. Versuch Nummer 2. Nee. Nee. Aber der sagte mir da unten, ist irgendwo kommt erst Polizei und dann wäre auf der linken Seite ein riesiger Autoshop. Also wir sind jetzt hier in der Automeile gelandet. Hier gibt es einen Autoteile-Shop nach dem anderen. Aber wir haben jetzt gerade einen rausgesucht auf Iowa-Land. Ich glaube, wir steuern den erstmal an. Das ist jetzt mal wieder eine dieser Situationen, in der man sich sehr leicht stressen lassen kann. Wir sind jetzt mitten in dieser riesigen Stadt. Das ist echt eine riesige Stadt. Wir kommen irgendwie nicht dahin, wo wir hinwollen. Hier sind irgendwelche Straßen gesperrt und unser Navi führt uns irgendwo durch irgendwelche Gassen, wo Markt ist, wo wir nicht langfahren können. Wir haben kein Internet gerade, weil unser Internet leer gegangen ist schon wieder und können deswegen nicht Google Maps nutzen. Wir haben so ein Offline-Navi und das ist halt nicht so immer up to date. Google weiß meistens ziemlich genau, wann wo welche Straße gesperrt ist, auch wenn es spontan ist. Und diese anderen Navis, die führen halt immer den kürzesten Weg. Ob der jetzt geht oder nicht, ist die andere Frage. Und ja, es ist irgendwie, solche Städte sind immer stressig. Ja, hier ist das Auto. Ah, nicht? Das kann doch nicht sein. Gar nicht. Warum denn nicht? Keine Ahnung. So eine Mann. Dann mal zurück, da war irgendwas mit K Electric oder so. In diesem großen Gebäude ganz hinten. So, wo wir jetzt schon fast aufgegeben haben und die Stimmung schon sehr, sehr schlecht war, haben wir jetzt hier vielleicht noch was gefunden. Hier ist so eine große Werkstatt und die können uns, glaube ich, weiterhelfen. Morgen kannst du holen? Ah, okay, nice. Perfect. Alright. We were really worried that we're not going to find it. Tomorrow morning. Tomorrow morning? Yeah. Okay. Yay! Finally! Checker. Na, dann haben wir es doch. Also, noch haben wir es nicht, aber... Der wird es schon finden. Der sucht es oder der bestellt es? Ich glaube nicht, der holt das hier irgendwo. Na dann. Der weiß, wo man suchen muss, glaube ich. Okay. Dann geht's jetzt ab zum Stellplatz. Ah, ganz gemerkt, wo dieser Laden ist. Ah nee, stopp, wie heißt der Laden? Warte. Ja, das wäre so Klassiker, dass wir dann morgen so denken, okay komm, wir holen unser Teil ab. Und dann finden wir es nicht. Hier ist ein Supermarkt. Wollen wir da noch mal rein, um irgendwas Fancyes zu besorgen? Was? Was? Was hast du was Ach, Gutes Lotte, du bekommen? fährst raus. Warte, was ich gekauft habe. Keine Ahnung, ist es was Cooles? Ja. Tofu? Tofu? No. Das ist Seitan? genauso gut. I don't In derselben Liga. Käse? Nee, Joghurt? besser. I don't know. Was ist denn? Oh mein Gott! Kaffee? Single Origin Kaffee aus der DRC. Ach krass. Aus dem Nachbar-Kongo. Ganze Bohnen, Medium Roast. Den probieren wir direkt und wenn der gut ist, dann holen wir davon noch mehr. Was? Heißt, Wenn das noch ein bisschen meiner heiß. schmeckt ein bisschen nach Erdnuss. Der riecht voll nach Erdnuss. Fruchtig, erdnussig. Ja, Erdnusskaffee. lecker. Lecker. Aus dem Kongo, hast du schon erzählt? Ja. Aus dem Nachbar-Kongo. Ach, ja. Schön. Wir dürfen heute wieder auf einem Parkplatz an einem Restaurant übernachten, wie letzte Nacht auch schon. Nur diesmal am Meer. Wir sind jetzt ganz im Westen vom Kongo. Richtig nice. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ja, selber. Merci. Ich kann ja gerade einen Typen ein Foto machen. Ich finde uns ganz toll. Da dürfen wir drum bleiben, ja. Okay. Ach, schön. Die Luft ist angenehm. We met at midday, halfway up the mountain.
Guten Morgen! Wir sind schon wieder auf dem Weg. Wir treffen uns jetzt in der Werkstatt mit einem Dude, der gestern unser Teil mitgenommen hat und gesagt hat, dass er das bis heute besorgen kann. Und fingers crossed, dass er es auch gefunden hat, aber er sah sehr zuversichtlich aus. Na komm. Ja. Und dann sollte es wieder gehen. Yes. There we go. It's a Bosch part. Geil. Yes, wir haben es geschafft. Meine Diagnose war richtig. Und weil die Batterie ja trotzdem ziemlich leer ist, fahren wir jetzt nochmal zu einem tollen Aussichtspunkt. Das ist ein guter Grund, ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Wo müssen wir lang? Das ist ein guter Grund, ein bisschen durch die Gegend zu fahren, um die Batterie voll zu bekommen. Und ich bin happy, dass es jetzt doch recht schnell geklärt werden konnte und wir jetzt nicht irgendwie 3 Tage lang warten mussten, bis jemand das Teil auftreiben konnte. Yes. Ich möchte an dieser Stelle ein großes Shoutout geben an my man Merlin, der einfach ein richtig guter Mechaniker ist. Ich finde es richtig cool, wie du das hinbekommen hast. So, zwar an dem einen Tag ging auf einmal das Auto nicht mehr an, hat Merlin hinten den Motor aufgemacht, reingeguckt und dann direkt irgendwie was vermessen, bla bla, und dann wusstest du direkt, dass der Lichtmaschinenregler kaputt ist. Und das ist schon ziemlich cool. I'm proud of you. Thank you. Richtiges Multitalent. Hast du echt? Ja. So, normalerweise, oder Achtung, andere Leute würden dann erstmal Mechaniker rufen und gar nicht wissen, was los ist. Und du weißt meistens direkt Bescheid und dann kann man es auch ziemlich schnell meistens beheben. I love it, thank you. Hiermit beenden wir dann das Video für Woche. Ich bin froh, dass unser Auto wieder fährt und ja, dass wir so eine schöne Zeit im Kongo hatten. Und wir werden dann jetzt die Tage weiterfahren nach Cabinda, dann in die Demokratische Republik Kongo. Und da sehen wir euch dann nächste Woche wieder. Macht's gut, danke fürs Zuschauen.